Good morning, Tag 6. Ja, ich muss gestehen, der moralische absolute Tiefpunkt. Ja, good morning, Tag 5. Nach der Regenschlacht gestern ist immer noch bewölkt hier oben. Aber im Moment ist es trocken oder nieselt nur so ein bisschen. Und in 2-3 Stunden sollte tatsächlich Richtung Frankreich die Sonne rauskommen. Irgendwo da hinten seht ihr den Baignoire, in dem ich vorgestern schon am Geldautomaten war. Heute waren wir im Hotel. How was the night? Mustico. Really mustic. Good, great night. And again, bye. Yeah. Bye bye. Okay, Richtung Frankreich. Bis später. So, wir sind den ganzen Morgen in so einer Dreiergespann geflogen. Hat wieder geschüttet sauber vorhin. Aber ich glaube, jetzt haben wir es überstanden. Da vorne, wo wir jetzt hinfahren, blauer Himmel. Und dann bleibt es, glaube ich, trocken. Ich hoffe, ich verschreie nichts. Ja, die anderen zwei sind an der Tanke. Der eine Kollege braucht eine neue Kette. Ich wollte jetzt nicht mehr warten, deswegen weiter ging's. Ich war gerade im Treckladen in Biel oder ein Ort vorher, nur ein bisschen frische Luft gebraucht und Wahnsinn. Noch einen Kaffee bekommen, da hat er mir noch ein paar Gels mitgegeben. Geiler Laden, geht alle dahin und kauft euch ein neues Fahrrad bei Trek in der Schweiz, in Biel. Geil. Weiter Richtung Neuchâtel, weit kann es nicht mehr sein. Da kommt der Switch auf meinen 5. Track. So, noch 1 Kilometer, dann endet mein 4. von 10 Tracks. Also ich habe die Strecke in 10 Teile aufgeteilt, die sind alle aber nicht gleich groß. Der letzte hat das gerade 450 Kilometer gehabt. Der nächste hat, glaube ich, auch nochmal 450, aber ist der letzte große dann. Halfway Point war auch schon irgendwo da vorne. Gefeiert habe ich ihn jetzt nicht groß, weil da sind schon ein paar Kilometer Umweg drin. Vielleicht finde ich auch nochmal irgendwo 1 Kilometer oder 2. Vielleicht kommen noch ein paar dazu, aber gut, theoretisch sind wir jetzt auf der 2. Hälfte. Switchen gleich auf den 5. Track. Die Sonne scheint. Könnte alles wunderschön sein, aber vor ungefähr einer Stunde hat sich mein unterer Rücken jetzt gemeldet. Das habe ich noch niemals gehabt. So Kribbelerscheinungen. Wenn ich die Position verändere, geht's wieder. Jetzt da vorne gleich mal ein paar Dehnübungen machen. Ja, das nervt mich brutal, muss ich gestehen, weil mit Knien und Handballen und einem Hintern, der ein bisschen wehtut, kann ich dealen. Aber so ein Kribbeln im Rücken braucht jetzt auch keiner. Aber gut.
Ja, aber ich habe das Gefühl, auf dem Auflieger geht es besser. Also versuchen wir das einfach mal dehnen und mehr auf dem Auflieger fahren. Aber nichtsdestotrotz, ja, erste große Meilenstein des heutigen Tages damit erreicht. Der Switch auf Track Nummer 5. Und jetzt geht es Richtung Frankreich immer noch weit. Ich habe übrigens keine Ahnung, wie weit es noch ist. Ich habe auch kein Internet hier in der Schweiz, weil ich nur 50 Megabyte am Tag habe und die sind schon wieder weg. Und nachkaufen kann ich nichts, aber ist auch mal ganz schön ohne. Gut, weiter geht's. So, ich glaube, ich mache zum ersten Mal in den 5 Tagen echt einfach mal eine Mittagspause jetzt. Die Sonne brennt wieder krass runter. Muss jetzt mal sein. Es gibt Cola, Smoothie, 1 Liter Orangensaft und ein XXL Baguette. Schuhe und Socken habe ich da vorne in die Sonne gelegt zum Trocknen. Meine Füße wollt ihr alle nicht sehen, wie die aussehen. Das ist krass. Ganz vergessen, dass es heute früh so geschüttet hat. Komplett durchgeweicht alles, aber ja, es wird direkt besser. Ich hoffe, das trocknet jetzt in der Sonne alles schnell. Hier hat es wahrscheinlich 40 Grad auf dem Asphalt, also es müsste gehen. Ja, und dann geht's weiter. Ja, Update zum Rücken. Ich habe jetzt beschlossen, es ist nichts Schlimmes und deswegen alles gut, alles weiter und jetzt erstmal essen, trinken und dann ist wieder Energy da. Es ist schon lustig ohne Internet. Ich habe keine Ahnung, wo ich genau bin. Also ich weiß schon, wo ich bin. Ich bin irgendwo hinter Neuchâtel. Und dann wieder geil auch Routenplanung, irgendein Zacken im Höhenprofil. Ja, sind dann mal gepflegte 10 Kilometer Anstieg mit 400 Höhenmetern. Klingt jetzt weniger als es ist, aber ja, eine Dreiviertelstunde hängt man dann hier auch wieder ab. Aber ich habe keinen Peil, wie weit es noch zur Grenze ist. Aber gerade habe ich ein Zollfahrzeug überholt. Wird dafür sprechen, dass Frankreich in Sicht ist. Mal gucken. Es ist so schön, wenn man sich über die kleinen Dinge freut. Ich bin jetzt oben und ich habe gerade insgesamt schon 5 Franzosen gezählt. Geil, gleich kommt's. Oder auch nicht. Guck mal, da steht Paris. Geil. So, Routenplanung mit Bernie, Teil 129, glaube ich. Die Autobahn hatte ich drinnen, ein einziger Traum. Aber wir haben es geregelt gekriegt, eine nette Einheimische hat mir den Abkürzung durch den Wald gezeigt. Da hinten am Stau ist die Grenze. Ole, ole, ole. So, mitten im Juragebirge jetzt hier. Schön, gefällt mir besser als die Schweizer Seite, muss ich wirklich sagen. Jetzt bin ich 2 Anstiege habe ich hinter mir. Jetzt kommt schon die nächste Abfahrt. Aber landschaftlich toll und endlich Frankreich, Land Nummer 5 auf der Liste. Österreich, Italien, Österreich, Liechtenstein, Schweiz, Frankreich. Yeah! Abendessen. Irgendwo noch oben im Juragebirge. Jetzt kommen noch 2, 3 kürzere Anstiege. Dann geht es runter ins Tal. Und dann mal schauen. Ich stehe jetzt bei 245 Kilometern, so bei knapp hinter 300. Wäre nochmal so ein größerer Zacken. Und irgendwo vor diesem größeren Zacken gucke ich, dass ich eine Pension oder was finde und übernachte heute. Da noch drüber fahren ist, glaube ich, zu viel. Vor allem, wenn der Körper eh schon irgendwie sagt, es reicht. Aber das passt schon. Dann habe ich morgen eine gute Base und müsste eigentlich morgen in den Parcours 2 reinkommen. Das wäre der Plan. Yes, jetzt gibt es gleich noch eine Pizza. Und bis dahin. Schön.
gut. Juragebirge ist hinter mir. Das ist die Abfahrt. Da kommen wir 2 Zacken in 20 Kilometer. Keine Ahnung, ob das auch nochmal Juragebirge ist oder nicht. Aber jetzt müssen wir im Tal dahin gehen. Und dann suche ich mir was zu schlafen. Ich glaube, ich muss meiner Taktik treu bleiben. Natürlich könnte ich noch 2 Stunden mehr fahren, aber ich glaube, der Körper sagt, er braucht eine Pause. Also machen wir lieber Pause. Völlig tote Hose hier. Ich hoffe, ich finde was zu schlafen. So, geile Planänderung. Ich hau nochmal 47 Kilometer mehr drauf. 24-Stunden-Hotel in Bourg-en-Bresse gefunden. Das heißt, die 2 Zacken sind weg. Ich bin über die letzten Berge drüber. Hab 50 mehr heute. Man sollte um 11:30 da sein. Völlig in Ordnung. Duschen, Bett, aufladen. Geil, geil, geil. Ich hab Bock. Ja! Ich glaube, Ultracycling ist, wenn du im letzten Kuhdorf in Frankreich nachts um 11:30 2 trockene Scheiben Brot, einen Schinken und einen Liter Cola kriegst. Es ist so geil. Weiter geht's. So, ich bin am Hotel. Wahnsinn, Mitternacht. Und da hinten geht irgendeine scheiß Party ab. Egal. Ab ins Bett. Good morning, Tag 6. Good morning, Tag 6. Ja, ich muss gestehen, der moralische absolute Tiefpunkt. Ich habe meine Cap gestern verloren. War heute früh nicht mehr da und das nervt mich so krass. Ich hoffe, sie können eine neue bauen. Und alles tut weh. Die Knie tun unfassbar weh. Scheiße, ey. Die Knie tun weh, der Rücken kribbelt. Meine Füße sahen gestern Abend aus, das habe ich noch nie gesehen. Heute geht es wieder besser. Aber gut. 300 stehen auf der Uhr, gell? Da merkt man, wenn man die letzten 5 Nächte irgendwie nur 12 Stunden insgesamt geschlafen hat oder 15. Ich hoffe, die kann mir noch mal eine Cap machen. Ich fahr mal los. Guck mal, wer da vorne ist. Den Typen werde ich einfach nicht los. So, hier ist heute Nationalfeiertag, alles hat zu. Ich habe einen offenen Laden gefunden, was zum Essen. Und zu trinken. Ja, geht ganz gut. Ich hatte schon wieder 1, 2 völlig sinnlose Abzweigungen drin. Das nervt mich auch so krass, das gibt es einfach nicht. Über einen Hügel drüber, unfassbar steil, nur um eine scheiß Kirche oben zu sehen, dann wieder alles runter. Und einmal über Schotter und Felder hätte man auch einfach außen rumfahren können. Ein Bullshit, aber okay, egal. 150 noch bis zum Parcours.
So, es ist 1 Mittag, 40 Grad, Gegenwind und es kommt der nächste lange Anstieg, 16 Kilometer hier und ich habe noch eine halbe Flasche Wasser. Ich dachte, da kommt vorher noch irgendwas. Ich hoffe, auf dem Weg nach oben kommt was. Jo, also es ist wieder mal eine Challenge heute, überraschenderweise. Hier ist heute Nationalfeiertag. Ich bin so froh, dass ich vorhin diese Gummibärchen gekauft habe. Hier hat alles zu, auch die Tankstellen. Und gerade hier oben auf diesem Hochplateau, wo ich jetzt bin, seit Stunden nichts. Nichts. Zweimal bei irgendwelchen Leuten im Garten Wasser bekommen zum Glück, aber sonst nichts. Es kommen noch 2 Rampen und dann bin ich oben auf dem höchsten Punkt hier. Dann kommt noch mal ein Gegenanstieg und dann die Abfahrt und dann geht's rein in den zweiten Parcours gegen heute Abend. Ich glaube, ich habe nicht verfahren. Die Fahnen hier so angucken. Also das hier heute oben, das ist das zäheste Stück der ganzen Tour bisher. Es zieht sich wie Kaugummi. Es geht wieder nur rauf, runter, rauf, runter, rauf, runter, rauf, runter, 100 Mal. Jetzt bin ich wieder in so einem 4 Kilometer langen Anstieg. Dann geht es kurz runter, dann kommt noch mal einer. Das ist Wahnsinn. Und die Hitze und die Läden haben zu. Aber gut, wollen wir mit positiven Dingen das hier abschließen. Die Beine sind erstaunlich stark heute. Die Knie machen erstaunlich wenig Probleme. Hätte ich nach gestern Nacht niemals gedacht. Mit den Knien von gestern Nacht hätte es hier niemals funktioniert heute. Hätte ich ein Riesenproblem. Und das Beste ist auch, der Rücken hat komplett Ruhe gegeben jetzt. Seit ein paar Stunden. Oh, und Gegenwind, ey. Oh. So, hier beginnt die lang ersehnte Abfahrt. Ich jammer jetzt nicht mehr. Die Abfahrt beginnt geil. Und cool ist tatsächlich an dem Spot, man sieht da hinten so ein Bergmassiv. Und so wie ich das sehe, von den Kilometern kommt das schon relativ gut hin. Das müsste das Zentralmassiv sein. Und das fahren wir einmal von rechts nach links durch. Und das kommt sich von der Himmelsrichtung auch ganz gut. Das geht so in Südwesten. Genau. Also müsste da hinten irgendwo Barcelona sein, aber da reden wir nicht drüber, ist ein weiter Weg. Aber hey, Checkpoint 2 Inside, Abfahrt, ein Anstieg, dann beginnt er. Da melde ich mich wieder spätestens. So, ich bin eben im Brioude angekommen. Mehr oder weniger am Fuße von Checkpoint 2. Ein paar Kilometer sind es noch, bis er losgeht. Bergauf. Das Problem ist, wenn ich jetzt hier nichts zu essen kriege, kriege ich nirgends mehr was. Ich hoffe jetzt wirklich, dass da vorne irgendein Restaurant oder Pizzeria auf hat. Weil sonst weiß ich nicht so genau, was ich mache. Jetzt fällt mir noch das Fahrrad fast um. Ich gucke jetzt mal. So viel Zeit muss noch mal sein. Der Gipfel direkt links unten an der Sonne auf 8-9 Uhr Position. Der ist es. Mal gucken, wie nah wir da heute noch rankommen. Okay, der Plan steht. 24-Stunden-Hotel in Aurillac. Das sind jetzt noch 5,5 Stunden ungefähr von hier. Es ist jetzt 9:30. Das heißt, wenn ich gut durchkomme, wie geplant, bin ich um 3 Uhr morgens da. Aber ich habe Checkpoint 2 weg und kann morgen eigentlich in die Pyrenäen rollen. Und im Moment bin ich fit. Ich muss es jetzt nutzen. Bevor jetzt schlecht im Wald schlaf. Ja, geil. Bin gespannt. Auf geht's. Checkpoint Nummer 2.
Es ist 2:07 Uhr. 186 ist am Puy Marie oben. Abfahrt. Good morning aus Orelac, Beginn Tag 7, es ist 10 Uhr mittags. Jo, ich bin also Update zur gestrigen Nacht nochmal. Es war einfach unfassbar krass, diese Entscheidung noch den Checkpoint 2 mitzunehmen, praktisch für 6 Stunden mehr. War schon tough, muss man einfach sagen. Da sind ein paar Hunde. Aber es hat sich gelohnt, der liegt hinter mir. Und jetzt geht es Richtung Süden. Nächster großer Stopp, Toulouse, heute Abend irgendwann. Und dann mal gucken, ob ich an die Pyrenäen noch rankomme. Wäre natürlich der Knaller, aber wären auch 330 Kilometer. Naja, mal gucken. Aber gut, mit einem Halbwegsschnitt, heute sind nicht so viele Höhenmeter drin, könnte es klappen. Ja, körperliche Verfassung ist interessant. Mein Bierbauch ist komplett verschwunden. It's crazy, so sah ich noch nie aus. Also fahrt einfach mal 1800 Kilometer in 6 Tagen, dann seid ihr dünn, wenn ihr das sein wollt. Ansonsten bin ich ein bisschen zerknittert, die Handballen sind eine Katastrophe, die Füße gehen heute wieder besser, die Knie sagen immer wieder Servus. Aber so ist das. Auf geht's nach Toulouse. Supermarkt hier in Frankreich, nachdem gestern dieser kleine Feiertag war und das ganze Scheißland. So, der erste geöffnete Supermarkt hier in Frankreich, nachdem gestern dieser blöde Feiertag war und kein Mensch auf der Straße war und es nichts zu essen gab, nirgendwo. Jetzt hier mal auch munitioniert mit Zeug. Jetzt gibt es noch schnell ein Baguette, das zweites Frühstück, geil. Und dann geht es auch zum Ende von Checkpoint 2 Parcours. Und weiter Richtung Toulouse. Ja, ich hoffe, die Versorgungslage wird jetzt ein bisschen besser. Das war gestern eine Katastrophe, neben der Hitze und allem anderen. Aber weiter gut im Zeitplan. Rollt auch ganz gut. Körperlich macht alles einigermaßen mit. Heute ist der Hintern links, der mich ein bisschen nervt. Aber ich habe gelernt, es geht alles wieder weg. Also das auch. Bis später. So, Meilenstein gerade eben. Parcours 2 zu Ende. Und schon auf dem nächsten Teilstück. 7. von 10, so wie ich es geplant habe. Ja, 2,66 bis Beginn Parcours 3. Ich habe gerade ein Mittagstief. Ich bin müde und heute tut mein linker Hintern weh. Sticht so ein bisschen. Ist da wieder irgendein Nerv oder was ist? Boah, ich hoffe, es geht auch wieder weg. So nach 140 Kilometer Vorgeplänkel im Hinterland heute. So schön das auch immer ist. Man kommt null vorwärts. Es ist so anstrengend. Es bringt auf so einer Veranstaltung halt ehrlich wenig. Die Straße geht einfach ins Pfeil, gerade 80 Kilometer nach Toulouse. So wie ich das sehe. Wird man privat niemals fahren. Aber jetzt gerade das Schönste, was ich mir vorstellen kann. Mal gucken, wann ich dann da bin. Aber also Punkt 1,
Das nächste Mal Routenplanung. Das kostet mich Stunden hier, was ich ja überall verliere. So, vor 20 Minuten den zweiten Supermarkt des Tages entdeckt. Das heißt, alle 4 Flaschen aufgefüllt jetzt, einfach weil es hier so wenig gibt. Obwohl es ein bisschen nieselt und man nicht so viel trinkt, aber theoretisch schlank ist für die Nacht. Ja, oder zumindest bis Toulouse. Nochmal Essen gekauft. Und jetzt immer noch auf dieser geilen Straße. Der Wind kommt so seitlich, leicht von hinten. Geht gut vorwärts hier. Jetzt hoffe ich, dass ich ich rechne immer schlecht. Ich sag's mal 8:30 in Toulouse bin. Ja. So sieht's aus hier. Geil. Ich hoffe, es hilft. So, also der Plan steht jetzt. Ich habe ein Hotel gefunden, doch recht südlich von Toulouse, was mir sehr gut gefällt, weil da wollte ich durch. Geil ist auch, dass ich durch Toulouse dann durch bin, erstens. Und zweitens, dass ich es spät abends jetzt geschafft habe, es ist gleich 22 Uhr. Ich glaube, den gröbsten Verkehr damit aus dem Weg gegangen. Passt südlich von Toulouse ist deswegen geil, weil der Weg zum Parcours nicht mehr so weit ist, 100 Kilometer. Soll gegen 11:30 da sein. Wecker auf 5, 5:30 losfahren. Naja, 5 Stunden Anfahrt werden es doch sein. Wahnsinn. Dann ist 11:30 und dann kommt der Parcours. Und der muss morgen gehen. Und dann bin ich Bombe in der Zeit. Ganz einfach, so ist das Spiel. Bis später oder bis morgen. Du merkst, dass du in Frankreich bist, wenn du dir denkst, wir nutzen heute nochmal die Chance für ein bisschen frische Luft. Und dann gut, Metall bringt wahrscheinlich Geld. Keine Ahnung. So, heute nochmal Königsetappe Pyrenäen. 3 große Pässe und was mache ich? Ich Arschloch verschlafe erstmal. Stunde 10 verloren. Na, los geht's, ich melde mich. Good morning. Pyrenäen Sonntag. 3 Pyrenäenpässe plus Anfahrt dahin. Und das, was eventuell danach kommt. Ich sitze auf dem Rad seit 5 Minuten. Die Knie tun weh, der Hintern ist wund mittlerweile. Ein halbes Kilo Vaseline drauf. Es geht jetzt gerade im Moment, aber das muss jetzt einfach halten. Ja, was mich viel mehr ärgert, ich war gestern Nacht einfach zu saudumm, meinen Wecker richtig zu stellen. Den Wecker erst wollte ich ihn auf 5:30 stellen, dann war es schon wieder 1:45. Dachte mir, scheiß drauf, musst morgen fit sein, stellst ihn auf 6. Da war dann 6 Uhr Wecker im Handy, also angemacht. Gut, 6:40 Uhr wache ich vorhin auf. Und dann war es halt nur auf Dienstag gestellt. Also zu dumm, den Wecker zu stellen. Naja gut, 40 Minuten verdattelt. Auf der anderen Seite bin ich direkt rausgesprungen. Wäre ich normal aufgewacht, hätte ich mir wahrscheinlich noch eine Viertelstunde so gegönnt. Also reden wir es uns schön. Haben wir 25 Minuten nur verloren. Die fahren wir wieder rein. Yes! Pyrenäen, war ich noch nie. Go, go, go!
So, unglaublich aber wahr, 532 Meter bis Ende meiner Streckenführung und Beginn Parcours Peak 3. Ja, 75 Kilometer, 3 Pyrenäenpässe, 2000 und ein paar zerquetschte Höhenmeter. Das ist Wahnsinn. Das Verschlafen heute Morgen hat in mir so eine gesunde Wut ausgelöst. Es läuft so gut wie lang nicht mehr. Ich hoffe, ich kann es beibehalten. Ich gucke aber ganz brav auf meine Wattwerte, übertreibe hier nichts, damit ich mich nicht kaputt fahre. Jetzt in gemäßigtem Tempo über die Berge drüber und gesund bleiben, und dann gucken wir weiter, was passiert. Geil im Ort, da ist gerade der Christoph. Schon lustig nach 8 Tagen, dass man sich dann trifft hier zeitgleich. Jo, erster Anstieg. Ich habe mir die Dinger vorhin gar nicht angeschaut. Ich wusste nur, da kommen jetzt ein paar Berge. Schauen wir mal, 13,7 Kilometer mit 870 Höhenmeter, durchschnittlich 6,7%. Geht also gleich mal vernünftig los. Einen von 3 haben wir. 2 to go. Geile Aussicht hier. Abfahrt. So, auf dem Weg zum zweiten. Das ist krass, ich bin wieder voll in meine Mittagstief. Es tut noch die linke Achillessehne weh. Seit 2 Stunden schon. Brr. So fit und voller Energie ich vorhin war, genau das Gegenteil ist jetzt wieder der Fall. Ich fahre jetzt noch an den Anstieg ran und da gibt es den Notfall-Cola. Alles andere hilft, glaube ich, gerade nichts. Ja, der zweite 8,2 Kilometer mit 5,2 Mittel. Steigung deutlich gemütlicher als der erste, also auf dem Papier. Gipfelcola, Gipfelkuchen, Gipfelbier. Jetzt auf die Abfahrt und dann der dritte von 3 auf dem Parcours. Der sieht leider noch mal fies aus vom Profil. Aber gut, auch den werden wir irgendwie jetzt wegkriegen. Irgendwie. Go, go, go. So, und so schnell geht's. Mitten im letzten Anstieg. Knapp über 10 Kilometer. Für knapp über 600 Höhenmeter. Auch ein paar fiese rote Steigungspassagen drin. Aber gut, haben wir jetzt beim letzten hinbekommen. Hier jetzt auch. Ich glaube, ich bin zum ersten Mal an meinem Tag vor meinem Zeitplan. Ich hatte geschätzt, um 18 Uhr gehe ich erst den Parcours raus. Es ist jetzt 3. Ich schätze, um 3:15 könnte ich oben sein. Dann kommt nur noch die Abfahrt. Dann ist es im schlimmsten Fall 5. Ja, also eine Stunde vorm Plan. Das heißt, da bleibt noch viel Tageslicht schon, um Richtung Finisher-Parcours zu fahren. Und dann mal schauen, was die Abend- und Nachtstunden bringen heute und der Körper. Jetzt geht es gerade wieder besser, ist lustig, aber das kann sich ja hier in Sekunden ändern. Das ist was ich gelernt habe. Vier Kilometer noch. 4. So, da oben ist er, der letzte Gipfel, zumindest vom Parcours. Nummer 3, Peak Nummer 3 vom 3 Peaks Bike Race. Das heißt noch 10 Kilometer Abfahrt und dann freie Fahrt bis zum Finisher Parcours nach Barcelona. Klingt entspannter als es ist, weil auch 250 rum sind. Aber gut. Ende
Peak 3 Parcours. Da vorne an der Kreuzung. Geil. Guck mal, was hier einfach so am Straßenrand kommt. Spanien, ich flippe aus. Vielha, nächster Meilenstein. Ich suche mir jetzt hier was zu Abendessen. Danach geht es noch mal ein bisschen steil, ein paar Meter hoch. Und dann kommt der Tunnel mit 5 Kilometern und 200 Höhenmetern. Und dann kommt eine lange Abfahrt. Da freuen wir uns drauf. So. Also Essen hat nicht ganz so gelaufen, wie ich es mir vorstelle. Ich war jetzt nur bei der Tanke, aber jetzt in den Ort reinfahren, das wäre weg von der Strecke. Das hätte mich jetzt irgendwie genervt, zu viel Zeit. Also gab es 2 räudige Sandwiches aus der Plastikpackung für 5 €. Noch eine Tüte Gummibärchen, jetzt habe ich 2. Oreo habe ich, Kinder Bueno habe ich, 3 Liter trinken habe ich. Jetzt fahre ich die letzten Kilometer hier hoch. Jetzt kommt gleich dieser 5 Kilometer Tunnel. Ja, da muss ich durch. Und dann geht es erstmal runter. Freue ich mich. Ja, da kommt das Ding. Das ist schon crazy. Ist auch neu mit dem Fahrrad für mich. Ich melde mich, wenn ich durch bin. Also das ist schon eine krasse Nummer hier drin. Geil ist, dass die rechte Spur gesperrt ist. Ich denke, weil so wenig Verkehr heute ist. Also habe ich meine Ruhe. Die fahren auch echt gemäßigt hier durch. Aber ich habe nicht auf die Uhr geguckt. Aber Logo, 5,2 Kilometer mit 4%. Lasse es mich mit 10 km/h hochgondeln. Bin ich eine halbe Stunde herin. Und ich glaube, ich habe jetzt den Peak, aber jetzt geht es abwärts. Ja, kann man auch mal machen, gell? So ein Autobahntunnel. Schön. Hätte ich in Albanien schon machen können. Da habe ich mir noch eingeschissen. Ich spießiger Deutscher. Hello World again. Abfahrt. Ich doch noch Abendessen gefunden. Original spanische Pommes gibt es jetzt. Sehr schön. Und dann weiter 12 Kilometer noch bis zum nächsten langen Anstieg. Über den wollte ich auf jeden Fall noch drüber. Und dann glaube ich, gucke ich mal, ob ich einen Schlafplatz irgendwo finde. Ich merke, dass ich müde werde. So, da kommt der letzte Pass. 12 Kilometer für 550 Höhenmeter. Ja, im Mittelstück ist er ätzend, dann wieder flach und nochmal eine steile Zielgerade. Aber gut, drücken wir jetzt noch irgendwie durch. Und dann, wie gesagt, fahre ich drüben runter und gucke, wo ich pennen kann. Port de la Croix, der 5. große Col am heutigen Tag.
Jetzt sind es noch ungefähr 25 Kilometer bis in den Ort, wo ich gern schlafen würde. Da melde ich mich wieder. So, also die Nacht war voll für die Tonne hier. Das letzte Hotel, das ich eigentlich wollte, hatte zu. Dann bin ich noch eine halbe Stunde durch die Stadt gekreiselt, was auch schon unfassbar sinnlose Zeitverschwendung war. Da was zu finden, ist nicht passiert. Am Ende bin ich jetzt hier gelandet. Dachte ich, eigentlich ein ganz geiler Spot vor so einem Wohnhaus. Boah, das Licht geht auch mal an und aus. Naja, auf jeden Fall mich um 11:45 hingelegt. Und gerade als ich eingeschlafen war, kam eine Gruppe Leute raus. Hat, glaube ich, noch gelacht, dass ich da liege. Okay, kann man mal machen. Dann war ich wieder gerade eingeschlafen, dann kam die Cutler wieder heim. War ich wieder wach. Und das, okay. Und irgendwann kam sie halt wieder raus. Oh. Jetzt um 3:20 Uhr habe ich beschlossen, das war's. Also habe ich vielleicht eine Stunde geschlafen, wenn ich es mir schön reden will. Aber gut. Ja, das Licht geht wieder an. So ist es dann wohl. Das heißt, wir haben jetzt ungefähr 250 to go bis ins Ziel und müssen die jetzt irgendwie durchdrücken. Ich hoffe, ins Tageslicht kommt, so kenne ich es vom Race Around Austria zumindest. Kriegt man nochmal so einen Boost und kommt dann schon irgendwie durch. Der nächste Meilenstein ist der Finisher-Parcours. Da kommt entsprechend 90 Kilometer früher, also nach 160 oder so. Da kann man sich ja schon mal drauf freuen. Wenn man da ist, hat man viel geschafft. Auf der anderen Seite, die anderen schlafen jetzt alle. Ich kann fahren, das ist ja super. Das ist ganz großartig. Dann kann ich hier noch ordentlich Plätze gut machen, bestimmt. Not. Meine Knie tun weh, die Achillessehne tut weh. Ist gut, wenn es rum ist. Das wird ein zäher Tag. Bis später. So, bin mittlerweile 1:45 schon wieder unterwegs. Noch 4,4 Kilometer, bis ich auf diesem 21,5 Kilometer langen Pass oben bin. Das Gute ist, was weg ist, ist weg. Der kommt nicht wieder. Ja, im Moment bin ich fit. Die Frage ist halt, schaffe ich es, das zu bewahren bis zur Ziellinie, wird sich zeigen. Ich kämpfe echt so krass gegen die Müdigkeit. Gerade jetzt ein Espresso und Red Bull reingehauen zum Frühstück und nochmal ein Schokocroissant und ein paar Gummibärchen wegen Zucker. Jetzt fahre ich mal weiter. Im Moment scheint es kurz besser zu gehen. Ja, das wird den Tag wahrscheinlich bestimmen. Heute hier mit Koffein sich irgendwie durchwursteln. 80 Kilometer bis zur Zeitnahme und Einfahrt, Finisher Parcours. So, wir gehen jetzt all in. Die volle Dröhnung, schnell reinhauen und dann weiter zum Parcours.
So Leute, ich habe Haribo und Red Bull für eine halbe Kompanie dabei und nochmal 3 Liter von diesen geilen gelben Energy-Zeugs. Krieg's gerade nicht mehr hin, wie es heißt. Aquarius. 13 Kilometer bis Parcours. Yes! Es ist klar, dass auch zum Kurzverschluss mir Komoot nochmal einen richtig reinhauen muss. Bei der Route, die ich geplant habe, Weg 1 endet im Nirgendwo. Dann zeigt es eine Umleitung an, die frontal auf die Autobahn endet. Jetzt bin ich halt schon den halben Berg hoch. Jetzt bin ich echt nervös geworden. Und dann sehe ich einen Rennradfahrer auf der Autobahn strampeln. Gut, da war dann mein Moment. Umgedreht, ab auf die Autobahn. Back on track. 8 Kilometer oder 9 bis oben. Und dann ist ja vom Veranstalter vorgegebene Zielführung bis zum Schluss. Freunde der Nacht, Freunde der Sonne. Da ist er, Eingang, Finisher Parcours. Scheißfliegen. Die letzten 87 Kilometer mit 1470 Höhenmetern stehen an. Was eine Qual hier hoch in der prallen Sonne. Es ist abgefahren. Zweimal irgendeinen Mist wieder eingeplant in der Route. Ich kann es gar nicht so oft sagen, wie ich kotzen könnte. Aber die Aussicht hier oben, vielleicht die geilste auf der ganzen Tour bisher. Unfassbar. Und jetzt mache ich mich auf den Weg nach Barcelona. Wahnsinn. Also es wird dann natürlich nichts geschenkt. Jetzt nochmal in der prallsten Sonne, 12 Kilometer Anstieg für 500 Höhenmeter. Ist geil, ich meine, das ist so ein Anstieg, den baut man sich in eine normale Tour eigentlich ein, wenn man so eine ordentlich was mit dabei haben will. So eine 60, 70 Kilometer Tour mit so einem Anstieg, dann war das ein schöner Rennradtag. Und das kommt hier nach 2500 Kilometern. Und mehr oder weniger 48 Stunden wach, kommt es halt nochmal. Du stehst da unten, guckst gerade, was kommt jetzt noch und dann das. Und was macht man dann? Man holt die Notfall-Cola raus, haut sich die rein und fährt weiter. Weil man da wie immer keine Wahl hat. Ich muss das hier explizit nochmal sagen. Der Anstieg gerade, das ist schwer in Superlative zu fassen. Und auch die Temperatur zu schätzen. Ich glaube nicht, dass hier 40 Grad gereicht haben und dann 13 Kilometer hier hoch nach der Belastung. Das ist schon, es ist schon echt ganz schwer. Man kann das nicht beschreiben. Also da stimmt es auch irgendwo im Kopf, glaube ich nicht, wenn man das dann doch noch macht. Aber man hat halt irgendwie keine Wahl. Ich kann jetzt auch schlecht da stehen bleiben. Aber geistesgestört, sowas habe ich noch niemals gehabt wie das hier. So, durch die Vorstädte geballert. Jetzt kommt der vorletzte Climb. 1,7 Kilometer und dann kommt irgendwann der letzte. Und dann haben wir es. Der letzte Anstieg. 7 Kilometer für 320 Höhenmeter. Anfangs okay, der letzte Kilometer wird ätzend. Go for it. Ich glaube, ich bin am höchsten Punkt von Barcelona. Alter, eine 20% Wand in der Sonne. Gucken wir mal den das Arm an hier. Es ist krank, aber
Da ist es, das Ding. Oh, Wahnsinn. Und ich fahre einfach vorbei, weil ich nochmal runter muss ins Ziel. Aber das mache ich so unfassbar gerne jetzt und ich hoffe, da ist ein Brunnen. Bis gleich. So, Three Peaks Bike Race 2023 ist Geschichte, unglaublich. Hier hinter mir der Triumphbogen, trifft es ganz gut. 27. Platz habe ich gemacht, unvorstellbar von 250 Leuten, die da losgefahren sind. Keine Ahnung, wie das funktioniert hat am Ende des Tages. Ich glaube, ich habe ganz schön viel gejammert auf dem Video, es tut mir leid, aber es war mit Abstand das Härteste, was ich je erlebt und gemacht habe. Aber waren natürlich auch krasse Momente dabei und ich hoffe, es kommt ja auch so ein bisschen rüber. Und mal gucken, was es in Zukunft so gibt. Jetzt suche ich erstmal mein Hotel, dusche mich mal, wasche mal die Klamotten und dann gucke ich mal noch, was man hier in Barcelona noch machen kann. Bis zum nächsten Mal.